Heute habe ich euch mal mit in den Wald genommen, an einen wunderschönen Platz, wo ich im Frühjahr schon mal war und Kraft getankt habe. Und das ist jetzt hier ja auch mein erstes Video nach einer sehr langen Pause. Zumindest für mich war diese Pause sehr verhältnismäßig lang, weil ich sonst ja immer regelmäßig jede Woche ein Video gepostet habe und jetzt den ganzen Sommer über eben sehr still war. Und das hatte einige Gründe, denn ich habe dann auch eine Pause gemacht mit meinem Wohnmobilausbau, weil ich an einer anderen Großbaustelle weitergearbeitet habe. Ich bin nach Polen gereist und hatte dort mehrere Behandlungstermine und bin jetzt endlich fertig mit meinen Zähnen. Nach 4 Jahren habe ich diese Behandlung jetzt also abgeschlossen. Und es war aber auch nach dem letzten Termin, nachdem eben das Medizinische fertig war, war noch lange kein Ende in Sicht mit dieser ganzen Prozedur. Also ich hatte noch sehr starke Schmerzen, sehr lange, und musste dort meine eigenen Lösungen finden, wie ich damit eben, die Mücken nerven gerade ein bisschen, ja, ich musste da meine eigenen Lösungen und Wege finden, wie ich da wieder rauskomme. Und das hat mich eben auch mental sehr zurückgeworfen, diese Zeit. Also es war extrem hart für mich, nach so langer Zeit dann doch wieder so heftige Schmerzen zu haben. Und ich hatte mir einfach was anderes erhofft. Ich hatte erhofft, nach 4 Jahren, die ich gekämpft habe und ja, in denen ich sehr viele Tränen vergossen habe und sehr gestresst war, hatte ich gehofft, dass, wenn ich dann wirklich den letzten Termin dort habe, dass ich einfach fertig bin und dass ich eine neue Lebensqualität zurückbekommen habe. Und das war leider nicht der Fall. Ich möchte da jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Ich überlege, ob ich aus dieser ganzen Story noch mal ein extra Video mache. Ich habe nämlich über die ganzen 4 Jahre hinweg immer mal wieder gefilmt, meine Reisen nach Polen. Und da habe ich auch sehr persönliche Vlogs aus dem Moment heraus gedreht. Und jetzt überlege ich, ob ich das zusammenschneide und nochmal als extra Video hochlade. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, diese Geschichte, oder ob nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Es könnte sein, dass es einige inspirierend finden könnten, dass vielleicht einige, auch, die in ähnlichen Situationen sind, da Kraft draus schöpfen könnten. Das ist mein Antrieb, das wäre mein Antrieb dahinter, das zu teilen. Es kann aber auch sein, dass es einfach niemand sehen möchte, was ich auch verstehen kann, weil es eben einfach auch eine sehr emotionale und sehr harte Geschichte ist. Aber sie gehört eben zu meinem Leben dazu und mich würde interessieren, ob es jemanden interessiert. Ja, und der Grund für dieses Video, was ich heute teile, ist, dass ich wieder so einen kleinen Einstieg schaffen möchte in diese YouTube-Reise. Ich hatte in den ganzen letzten Wochen keine kreative Energie mehr verspürt, um irgendwas zu teilen. Denn dieser ganze Trip nach Polen, und dann war ich eben auch lange Zeit in Deutschland. Also ich bin immer zwischen Deutschland und Polen hin und her gependelt. Das hat mich mental wieder sehr zerstreut. Und was mich aktuell sehr beschäftigt, ist wieder die Frage, wer bin ich in diesem ganzen Universum? Wo ist mein Platz? Und was kann ich der Welt geben, um sie ein Stückchen besser zu machen? Was dadurch gleichzeitig meinem Leben auch Sinn gibt. Also ich bin gerade sehr stark auf der Suche nach einem Sinn für mein Leben. Ich möchte einen Weg gehen, der sich nicht so lost anfühlt, der mir mehr Sinn gibt. Ich habe sehr stark, sehr intensiv darüber nachgedacht, dass diese ganze Selbstentfaltung, die ich ja hier mache mit dem YouTube-Video, mit dem YouTube-Kanal,
das ist eine Zeit lang gut, um sich eben selbst zu finden. Ich denke, das ist auch immer mal wieder wichtig, um zu reflektieren, wer man denn eigentlich ist. Ich merke aber, wenn alles nur darauf hinausläuft, dann fehlt eben irgendwas in meinem Leben. Und Selbstentfaltung fühlt sich dann irgendwann nicht mehr so sinnvoll an, zumindest für mich. Und das war eine Frage, die hat mich in der letzten Zeit stark beschäftigt. Deswegen hatte ich auch keine kreative Energie mehr verspürt. Deswegen hatte ich nicht mehr den Drang dazu, was auf meinem Kanal zu teilen. Und ich habe jetzt aber sehr viele schöne Erfahrungen auch machen dürfen in der letzten Zeit hier in Schweden. Sehr viele schöne und auch sehr viele nicht so schöne, die dennoch mir sehr viele Erkenntnisse gebracht haben. Und ja, das alles würde ich gerne wieder teilen in den nächsten Videos. Ich denke, dass ich so allmählich wieder einen Weg finde, also was meinem Leben wieder einen Sinn geben könnte. Und das möchte ich einfach teilen auf diesem Kanal. Und ich habe auch noch eine andere Idee. Ich habe festgestellt, es ist genauso wichtig, eine Art Balance im Leben zu haben. Das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche. Ich denke, sobald irgendetwas zu extrem wird, dann wird es gefährlich. Und ich habe zwar lange Zeit in Extremen gelebt, aber ich glaube, es ist gesünder, wenn man ausbalancierter lebt. Und das stelle ich eben auch wieder in diesem Leben hier in der Natur fest. Das ist auf der einen Seite natürlich ein extrem gesundes Leben, wenn man Verbindung zur Natur hat. Aber wenn man nur so lebt, wird es auf Dauer ganz schön einsam. Das ist natürlich auf der einen Seite das, was ich gesucht habe, weil ich als sehr introvertierter Mensch, der nie so wirklich seinen Platz gefunden hat in der Gesellschaft, habe ich es irgendwann einfach stark bevorzugt, einsamer zu leben, mit mir selbst zu leben. Aber natürlich, als soziales Wesen brauche ich eben auch Kontakte. Und das ist ja auch so ein bisschen meine ewige Suche, dass ich immer suche, wo passe ich rein mit dem Sein, mit dem Wesen, was ich bin, mit meinem ruhigen, stillen Wesen. Und das ist gar nicht so leicht, diesen einen Platz zu finden. Ja. Ich stelle immer wieder fest, je nachdem, mit welchen Menschen ich zusammen bin, also alle Menschen, mit denen ich zusammen bin, die haben einen Einfluss auf mich und einen starken Einfluss. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber ich spüre sehr, sehr stark, dass andere Menschen mich extrem einfärben und ja, ich dann auch deren Energie annehme und das dann auch auslebe. Das ist ganz oft gut, aber ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich mich dann wieder frage, wer bin ich denn eigentlich selbst, wenn mein ganzes Dasein so stark eingefärbt ist von dem Miteinander mit anderen Menschen, was mich dann am Ende irgendwann dann doch wieder total auslaugt. Es ist extrem komisch. Das ist das, was ich schon mein Leben lang mit mir rumtrage und weswegen ich immer wieder das Gefühl habe, ich passe nirgendwo so richtig rein. Ich glaube,
ich gehöre zu den Typ Menschen, die ihre Energie weniger durch soziale Kontakte bekommen, sondern mehr durch Wirksamkeit, durch das, was ich eben beitragen kann, um die Welt zu gestalten, um die Welt besser zu machen. Diese Wirksamkeit gibt mir Energie. Dass ich weiß, das, was ich mache, wird wertgeschätzt und auch gebraucht und ist sinnvoll. Und da soll mein Weg auch wieder hingehen. Ich habe im Hintergrund eine Sache am Laufen, die zum heutigen Zeitpunkt noch offen ist, ob es funktioniert oder nicht. Ich hoffe, ich kann im nächsten Video mehr Positives darüber sagen. Also drückt mir gerne die Daumen dafür. Das wäre ein kleiner Traum, der mich wieder zurück auf einen Weg bringt, der sich für mich sinnvoll anfühlt. Und ja, darüber möchte ich auf jeden Fall im nächsten Video mehr erzählen. Ja, ich glaube, das war aktuell alles, was mir akut auf dem Herzen gelegen hat, was ich an dieser Stelle teilen wollte. Alles Weitere, alle weiteren Entwicklungen, alles, was sich gerade so in meinem Leben tut und abspielt, das möchte ich gerne im nächsten Video nächste Woche wieder zeigen. Denn ich habe auch einige schöne Dinge wieder erlebt und da freue ich mich sehr drauf, das mit euch zu teilen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Gebt auf euch Acht und ja, tut euch was Gutes, genießt die Zeit, die ihr habt. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder, wie gewohnt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.